Der Nonnengeist zu Gehofen. Zu Gehofen zwischen Querfurt und Heldrungen lebte Frau Philippine Agnes von Eberstein, eine achtbare Edelfrau. Dieser erschien im Jahr 1683 ein Gespenst in Gestalt einer Nonne und flüsterte ihr zu, abends 6 Uhr solle sie auf den Hof gehen und allda einen großen Schatz heben, der sei ihr beschert und keiner anderen. Dieser Geist war von kleiner Gestalt, weiß gekleidet, auf dem Schleier über der Stirn mit einem roten Kreuz gezeichnet, trug in der Hand einen Rosenkranz und hatte nach damals üblicher Tracht ein weißes Vorstecktüchlein vor dem Munde. Da der Gemahl der Frau von Eberstein schwer erkrankt daniederlag und dieselbe abgemattet war von Nachtwachen, auch merklich furchtsam und bange war, so gab sie dem Ansinnen des Nonnengeistes keine Folge, hatte aber deshalb viel von demselben zu leiden. Das Nonnengespenst griff die Edelfrau tätlich an, drückte und zwickte sie und verursachte ihr körperliche Schmerzen, unter beständigem Andringen den Schatz zu heben. Der Geist war ebenso redselig als zudringlich. »Ich war eine des Geschlechts von Trebra«, flüsterte er der Frau von Eberstein erzählend zu, »und wohnte hier auf dem Gut, das früher unserer Familie gehört hat. Im 30-jährigen Kriege vergrub ich den Schatz. Hebe ihn, nimm deinen Beichtiger dazu, deine Hausgenossen. Es soll dir kein Leid widerfahren. Ich schütze dich. Ich führe den schwarzen Hund hinweg, der den Schatz bewacht. Hebe ihn und nie siehst du mich wieder. Wirf eine Schürze oder ein Fazinettlein darauf, wenn du den Schatz siehst. Hebe ihn. Es sind auch 3 Ringe dabei, die werden deinem Geschlecht stets Glück bringen. Hebst du den Schatz, so soll nach 4 Jahren deine Tochter auch einen heben.« Und so ging es in einem fort. Die Edelfrau litt schrecklich unter diesen fortwährenden Peinigungen. Sie sah den Geist, als sie einmal über den Hof ging, mit flehentlichen Gebärden nahe der Kapelle stehen und auf den Ort des Schatzes deuten. Ja, sie sah den Schatz offen und fühlte, wie der Geist, als sie sich zum Weggehen wandte, sie am Rocke festhielt. Da wurde die so sehr geängstigte Frau von Eberstein ganz schwermütig und gemütskrank, sah aber immer den Geist, und andere sahen ihn nicht, und niemand glaubte ihr. Nur ihr kleines Töchterlein, das doch nicht reden konnte, deutete mit seinen Fingerchen nach der Stelle, wo der Geist stand. Dessen Quälereien trieben die Edelfrau fast zur Verzweiflung und währten schon in den 4. Monat. Bei einer Ausfahrt zu Schlitten stand der Geist an der Brücke. Da feuerte die Frau 2 scharf geladene Pistolen nach ihm ab. Aber die Folge war nur umso größere körperliche Peinigung. Auf Mund und Wangen und auf die Brust schlug der Geist die Leidende, warf sie im Bette empor, hielt ihr den Mund zu, legte sich auf sie wie ein Alp. Endlich ließ er ab, mit einem Male, und die Edelfrau ließ in öffentlicher Kirchenversammlung dem Herrn für ihre Erlösung danken. Der Schatz blieb ungehoben.